März 2017. Montreal, Province Quebec. Morgens. Ein Polizist kommt zu einem Mehrfamilienhaus, um eine Frau zu begleiten, die ihre persönlichen Sachen aus der Wohnung ihres Ex-Partners holen will. Bei seiner Ankunft passiert etwas Schreckliches. Der Polizist geht zunächst in den falschen Treppenhauseingang. Einige Minuten gehen verloren. Als er zur richtigen Tür kommt und klopft, erscheint ein Mann hinter der Tür. Seine Hände sind blutverschmiert. »Ist das Ihr Blut?« fragt der Polizist. »Nein, das ist Ihr Blut«, lautet die Antwort. Daphne Huard-Boudreau wurde 1998 in der Provinz Quebec, Kanada, geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in 2 Häusern. Ihre Eltern trennten sich, als sie noch zur Schule ging. Nach der Scheidung nahmen ihre Mutter und ihr Vater weiterhin an ihrem Leben teil, aber sie wuchs in einem Umfeld auf, in dem sie sich selbst um Stabilität bemühen musste. Schon in jungen Jahren lernte Daphne sich anzupassen, diplomatisch zu sein und Konflikte zu schlichten. Sie sehnte sich nach Harmonie zwischen Menschen, in Beziehungen und in ihrer Umgebung. Schon in jungen Jahren sprach Daphne davon, dass sie im Bereich der Psychologie arbeiten und Menschen unterstützen wollte, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Sie hatte keinen klaren Plan, sondern eher ein inneres Gefühl für ihre Mission. Sie glaubte, dass schon eine einzige gute Tat etwas Wichtiges im Leben eines Menschen verändern kann. Manchmal schienen ihre Träume naiv, fast kindlich, aber dahinter stand eine Überzeugung, die man bei Teenagern selten findet. Mit 18 Jahren schloss Daphne die Highschool ab und bereitete sich auf die nächste Etappe vor: die Berufswahl und ein unabhängiges Leben. Sie arbeitete bereits in einem kleinen Laden, um sich unabhängig zu fühlen. Antoni Pret-Loups wurde in Quebec geboren, kam aber praktisch von Geburt an in die Obhut des Sozialdienstes. Mit 1,5 Jahren hatte er bereits 3 Pflegefamilien hinter sich. Im Alter von 1,5 Jahren wurde er aufgrund schwerer Vernachlässigung, mangelnder Grundversorgung und fehlender Voraussetzungen für eine normale Entwicklung aus seiner leiblichen Familie genommen. Diese frühen Traumata hinterließen tiefe Spuren. Später stellten Fachleute fest, dass seine Fähigkeit, stabile emotionale Bindungen aufzubauen, ernsthaft beeinträchtigt war. Die Sozialdienste versuchten, ein stabiles Umfeld für ihn zu schaffen, aber der ständige Wechsel der Umgebung in einer für die psychische Entwicklung entscheidenden Phase verschlimmerte die Situation nur noch. Antonis Entwicklung war von Verzögerungen, Aggressionsausbrüchen und unvorhersehbarem Verhalten begleitet. Bereits im Vorschulalter fiel es ihm schwer, Beziehungen zu seinen Mitmenschen aufzubauen. Er war misstrauisch, fühlte sich in der Nähe von Erwachsenen nicht sicher und empfand jede Nähe als Bedrohung. Er nahm Ablehnung sehr persönlich, konnte Unsicherheit nicht ertragen und empfand jede Einschränkung als Demütigung. Dabei verfügte er nicht über die Fähigkeiten, die ihm geholfen hätten, mit seiner inneren Anspannung umzugehen. In solchen Situationen wurde er entweder aggressiv oder zog sich in sich selbst zurück. Im Teenageralter geriet er immer häufiger ins Blickfeld von Fachleuten. Seine Lehrer beklagten sich über sein Verhalten. Die Erzieher stellten Schwierigkeiten in der Kommunikation fest, aber hinter seiner äußeren Aggressivität verbarg sich eine tiefe Angst, abgelehnt zu werden. Diese Angst bestimmte sein Handeln und machte jede enge Beziehung instabil und angespannt. Er akzeptierte Trennungen nicht als natürlichen Teil des Lebens. Für ihn war das eine echte Katastrophe. Als er älter wurde, lernte Antoni seine innere Anspannung zu verbergen, aber er lernte nie, damit umzugehen. Äußerlich wirkte er zurückhaltend, aber innerlich blieb er das gleiche verängstigte Kind, das nicht verstand, warum man ihn einst weggegeben hatte und was er tun musste, damit man ihn nicht wieder verließ. Diese emotionale Unreife vor dem Hintergrund äußerer Erwachsenenhaftigkeit machte sein Verhalten schwer vorhersehbar. Der Verlust der Kontrolle über die Situation wurde von ihm als persönliche Tragödie empfunden, auf die er heftig und ohne jede Hemmung reagierte. Als er volljährig wurde, hatte er bereits Probleme mit dem Gesetz, Episoden von instabilem Verhalten, Missachtung von Regeln und Abneigung gegen Autoritäten. Der Polizei war er als jemand bekannt, der in Stresssituationen zu unangemessenen Reaktionen neigte. In seiner Akte befanden sich Informationen über potenzielle Gefahren und Empfehlungen, bei der Interaktion Vorsicht walten zu lassen, aber dieser Status führte nicht zu einer Überwachung oder systematischen Unterstützung. Im Februar 2015 lernte Daphne Antoni kennen. Sie war 16, er 20. Ihre Begegnung war zufällig, aber sehr schnell entwickelte sich aus ihrer Bekanntschaft eine Liebesbeziehung. Daphne beendete damals die Schule, hatte sich noch nicht für ihre Zukunft entschieden,
wollte sich aber schon erwachsen und unabhängig fühlen. Sie sah ihre Beziehung zu Antoni als einen Schritt ins Erwachsenenleben, obwohl zwischen ihnen von Anfang an ein deutlicher Unterschied in Bezug auf Alter, Lebenserfahrung und Reife bestand. Antoni zeigte sich sofort als aufmerksam und beharrlich. Er schrieb ihr oft, rief sie an, schlug ihr Treffen oder Begleitungen vor. Anfangs wirkte er aufrichtig und fürsorglich. Für Daphne, die Menschen leicht vertraute und versuchte, das Gute in ihnen zu sehen, schien diese Aufmerksamkeit ein Zeichen aufrichtiger Zuneigung zu sein. Von außen betrachtet wirkte ihre Beziehung ganz normal, sodass zunächst fast niemand die alarmierenden Signale bemerkte. Daphnes Eltern waren von Anfang an vorsichtig gegenüber Antoni. Der Altersunterschied, die rasante Entwicklung der Beziehung und die Tatsache, dass der junge Mann den Kontakt zu ihnen mied, machten sie misstrauisch. Er kam fast nie zu ihnen nach Hause, und wenn er doch einmal kam, verhielt er sich zurückhaltend und angespannt. Die Eltern verboten diese Beziehung jedoch nicht direkt. Daphne war kein Kind mehr, und sie versuchten sich nicht einzumischen, da sie auf ihre Vernunft vertrauten. Sie versicherte ihnen, dass alles in Ordnung sei und erzählte ihnen nicht im Detail, was vor sich ging. In den ersten Monaten schien alles ruhig zu sein. Sie verbrachten viel Zeit miteinander, gingen spazieren, unterhielten sich und schmiedeten Pläne. Antoni wollte, dass sie nach Daphnes 18. Geburtstag eine Wohnung mieteten und getrennt lebten. Er versicherte ihr, dass sie das schaffen würden, dass es Zeit sei, erwachsen und unabhängig zu werden. Daphne hatte Zweifel, stimmte aber nach und nach zu. Es gefiel ihr, dass ein erwachsener Mann sie ernsthaft als Gleichberechtigte wahrnahm. Sie wusste, dass Antoni keine feste Arbeit hatte und von Sozialhilfe lebte. Aber damals schien ihr das nicht wichtig zu sein. Er sagte, er habe gesundheitliche Probleme und das sei nur vorübergehend. Und sie hakte nicht nach, um Details zu erfahren. Daphne schien es, als seien Unterstützung und Akzeptanz das Wichtigste in einer Beziehung, und sie bemühte sich, verständnisvoll zu sein. Dass fast alle Ausgaben auf sie fielen, störte sie nicht. In dieser Zeit zeigte Antoni besitzergreifende Züge, jedoch nicht in aggressiver Form. Er war eifersüchtig auf ihre Klassenkameraden und Bekannten, reagierte manchmal heftig auf ihre Nachrichten in sozialen Netzwerken und stellte viele Fragen über ihre Vergangenheit. Manchmal sagte er, dass sie nicht mit denen kommunizieren sollte, die ihre Beziehung nicht respektierten, solange dies wie Eifersucht wirkte, die für Verliebte typisch ist, und keine offensichtlichen Grenzen überschritt. Der Winter und Frühling 2015 waren wohl die ruhigste Zeit in ihrer gesamten Geschichte. Weder Daphne noch ihre Angehörigen waren sich bewusst, wie unbeständig und gefährlich der Mensch an ihrer Seite sein konnte. Von außen betrachtet sah diese Beziehung wie eine typische Jugendbeziehung mit Emotionen, Plänen und Hoffnungen aus. Aber schon damals bildeten sich die ersten Elemente der Abhängigkeit, Kontrolle und Verwischung persönlicher Grenzen heraus. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Daphne bemerkte, wie ihre Unabhängigkeit allmählich einer ständigen Ausrichtung auf die Stimmung und Reaktion ihres Partners wich. Mit jedem Monat passte sie sich mehr und mehr an, schob ihre eigenen Wünsche beiseite und gewöhnte sich an den Gedanken, dass Lieben bedeutet, zu ertragen, zu verstehen und sich anzupassen. Und solange all dies wie eine Entscheidung und nicht wie eine Notwendigkeit erschien, sah niemand eine Gefahr. Als Daphne 18 wurde, zog sie mit Antoni in eine Mietwohnung. Ihre Eltern standen dieser Entscheidung skeptisch gegenüber, versuchten aber, sie zu respektieren. Die Wohnung befand sich nicht weit von ihrem Heimatort entfernt, was die Illusion von Kontrolle und Nähe schuf. Daphne wollte sich selbst und ihrer Umgebung beweisen, dass sie erwachsen sein, den Alltag bewältigen und eine echte Beziehung aufbauen konnte. Die alltägliche Realität offenbarte jedoch schnell, was zuvor verborgen geblieben war. Das Zusammenleben mit Antoni erwies sich als angespannt. Er arbeitete nicht und studierte nicht. Die meiste Zeit verbrachte er zu Hause. Vor diesem Hintergrund verstärkten sich seine Wutausbrüche und seine Eifersucht. Er verlangte immer häufiger Aufmerksamkeit, kontrollierte, mit wem sie Kontakt hatte, überprüfte ihr Telefon und stellte jede Kleinigkeit in Frage, die über ihren abgeschotteten Alltag hinausging. Sein Verhalten ging mit Stimmungsschwankungen einher, von übertriebener Zärtlichkeit bis zu plötzlichen Wutausbrüchen.
Bald wurde klar, dass jeder Versuch von Daphne, Zeit außerhalb des Hauses zu verbringen oder mit Freunden zu kommunizieren, bei Antoni Aggressionen oder Kränkungen auslöste. Er bestand darauf, dass alles mit seiner Zustimmung geschah. Selbst kurze Telefongespräche wurden zum Anlass für Auseinandersetzungen. Mit der Zeit begann er, Kritik an ihrer Kleidung, ihrer Art zu sprechen und ihren Reaktionen zu üben. Jeder Anlass konnte zu einem Konflikt führen. Die finanzielle und alltägliche Belastung lag fast vollständig auf Daphne. Sie arbeitete, um Miete und Essen zu bezahlen, führte den Haushalt und versuchte gleichzeitig, die Stabilität in der Beziehung aufrechtzuerhalten. Der Druck wurde jedoch immer größer. Antoni erinnerte sie regelmäßig an seinen früheren Versuch, aus dem Leben zu scheiden und legte ihr gezielt Schuldgefühle auf. Er sagte, dass er ohne sie nicht zurechtkommen würde und drohte, sich das Leben zu nehmen, wenn sie ihn verlassen würde. Das gab ihr das Gefühl, für seinen Zustand verantwortlich zu sein und hielt sie trotz der wachsenden inneren Anspannung an seiner Seite. Der erste ernsthafte Konflikt entstand, als Daphne versuchte, sich aus der Beziehung zu lösen. Sie teilte Antoni mit, dass sie sich trennen wolle und begann, ihre Sachen zu packen. Seine Reaktion war aggressiv und destruktiv. Er verwüstete die Wohnung, zerschlug Gegenstände, warf ihre persönlichen Sachen herum und beschädigte Möbel. Die Nachbarn riefen die Polizei. Die Beamten kamen zum Tatort und nahmen den Vorfall auf. Daphnes Eltern mussten eingreifen. Sie kamen sofort, um ihr zu helfen, ihre restlichen Sachen zusammenzupacken und die Wohnung zu verlassen. Antoni wurde nicht festgenommen. Die Polizei beschränkte sich auf eine Verwarnung und die Aufforderung, sich zu beruhigen. Daphne kehrte vorübergehend zu ihren Eltern zurück. Sie war niedergeschlagen, versuchte aber, ihre Gefühle nicht zu zeigen. Ihre Eltern waren besorgt über das Geschehene und versuchten, sie zu unterstützen. Sie vermied jedoch jede Diskussion. Es war ihr wichtig, ihr Gesicht zu wahren und zu zeigen, dass sie damit fertig werden würde. Diese Zeit war emotional sehr schwer für sie. Äußerlich kehrte sie nach Hause zurück. Innerlich war sie jedoch verwirrt, weil sie erkannte, dass die Beziehung, in die sie alles investiert hatte, destruktiv war. Trotz des Vorfalls gab Antoni seine Versuche, wieder Kontakt aufzunehmen, nicht auf. Er schrieb, rief an, hinterließ Nachrichten. Er entschuldigte sich, gab den Umständen die Schuld und versprach, sich zu ändern. Er behauptete, dass seine Handlungen aus Verzweiflung und nicht aus Wut entstanden seien. Nach einer Weile begann er, auf ihr Mitleid zu drängen. Er erzählte, dass er nicht essen und schlafen könne, dass er an den Tod denke. Er überzeugte sie davon, dass sie ihn in einer schweren Zeit verlassen habe, dass er niemanden außer ihr brauche. Daphne schwankte. Trotz ihrer Angst und Enttäuschung konnte sie die Verbindung nicht endgültig abbrechen. Eine Reihe von Faktoren beeinflusste sie. Mitleid, Schuldgefühle, Angst um sein Leben. Sie war zu jung, um echte Liebe von Abhängigkeit, Zuneigung von Pflichtgefühl zu unterscheiden. Ihre Eltern versuchten, sie davon abzubringen, zurückzukehren, aber sie bestanden nicht hartnäckig darauf. Sie konnten ihr den Kontakt physisch nicht verbieten und Überzeugungsarbeit funktionierte nicht. Nach der Trennung, die durch einen zerstörerischen Vorfall in der Wohnung ausgelöst worden war, versuchte Daphne, sich von Antoni zu distanzieren. Sie lebte bei ihren Eltern und kehrte zu ihrem gewohnten Leben zurück. Aber die Versuche des Jungen, den Kontakt wiederherzustellen, hörten nicht auf. Er schrieb ihr weiterhin Briefe und rief sie an. Gleichzeitig versuchte Antoni, sie von ihrer Unterstützung zu isolieren. Er behauptete, dass ihre Eltern und Freunde sie gegen ihn aufgehetzt hätten und dass sie nicht verstünden, wie verletzlich er sei. Er spielte mit ihrem Mitleid und versprach, sich zu ändern. Er sagte, er sei bereit, eine Therapie zu machen. Er werde anfangen zu arbeiten. Alles werde anders werden. Er bat sie um eine weitere Chance, eine letzte. Für Daphne, die es gewohnt war, das Beste in den Menschen zu sehen, klang das überzeugend. Sie wollte nicht glauben, dass der Mann, dem sie einst vertraut hatte, nicht in der Lage war, sich zu ändern. Als sie zu ihm zurückkehrte, hoffte sie, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Situation änderte sich jedoch nicht. Phasen der Ruhe wurden schnell von Eifersucht und Kontrollzwang abgelöst. Er kontrollierte weiterhin ihre Korrespondenz und verlangte Rechenschaft über jeden ihrer Schritte. Unter dem Vorwand, sich um sie zu sorgen, schränkte er ihre Kontakte zu Freunden ein, kritisierte ihr Aussehen und überwachte zunehmend ihre alltäglichen Entscheidungen. Es kam zu emotionalen Schwankungen, von verzweifelter Liebe bis hin zu Wut über jedes Anzeichen von Unabhängigkeit. Daphne schwieg immer öfter. Sie versuchte, keine Konflikte zu provozieren und vermied Gespräche über die Zukunft. In dieser Zeit begann sie, ihr Selbstvertrauen zu verlieren
und hörte auf, ihre Probleme mit ihren Angehörigen zu teilen. Ihr Verhalten wurde zurückhaltend und verschlossen. Sie befürchtete, dass eine erneute Trennung zu einer Tragödie führen würde, und gleichzeitig war ihr klar, dass die Beziehung ihre Persönlichkeit von innen heraus untergrub. Antoni spürte, dass er wieder die Kontrolle übernahm. Er handelte nicht aggressiv, sondern über Abhängigkeit. Der Druck wurde ständig, aber nicht immer offensichtlich. Er handelte durch Kränkung, Schweigen und Vorwürfe des Verrats. Alle Versuche von Daphne, ihre Meinung zu vertreten, wurden mit Vorwürfen beantwortet. Er redete ihr ein, dass er ohne sie nicht überleben würde und dass ihm etwas Unwiderrufliches zustoßen würde, wenn sie ihn verließe. So entstand ein Teufelskreis. Unter diesen Umständen konnte Daphne die Situation nicht mehr klar einschätzen. Sie lebte in einem Zustand ständiger Anspannung und glaubte nicht wirklich daran, dass sie ohne Folgen für ihn aus dieser Situation herauskommen könnte. Ihr Versuch, einen Menschen zu retten, führte dazu, dass sie Schritt für Schritt die Kontrolle über ihr eigenes Leben verlor. Im März 2017 traf Daphne die endgültige Entscheidung, die Beziehung zu Antoni zu beenden. Sie ging ohne Konflikt, machte keine Szenen und erklärte nicht im Detail, warum sie keine Fortsetzung wollte. Zu oft hatte sie schon versucht, von vorne anzufangen. Diesmal packte sie schweigend ihre Sachen und verließ ihre gemeinsame Wohnung. Den Rest der Woche lebte sie abwechselnd bei ihrer Mutter und ihrem Vater. Ihre Eltern waren geschieden, was ihr die Möglichkeit gab, die Umgebung zu wechseln, sich zeitweise zurückzuziehen und nicht lange an einem Ort zu bleiben. Antoni nahm diesen Weggang nicht als endgültig wahr. Er betrachtete es als einen weiteren Versuch, sich vorübergehend zu distanzieren. Er schrieb ihr weiterhin täglich. Die Nachrichten waren unterschiedlich, von Bitten zurückzukommen bis hin zu Vorwürfen des Verrats. Er rief an, aber Daphne ging nicht ran. Dann begann er, ihre Eltern zu kontaktieren. Er schrieb ihrer Mutter und fragte, wo Daphne sei. Er erhielt keine Antwort. Später begann er mit Freunden und Bekannten zu sprechen, um herauszufinden, bei wem die junge Frau sein könnte. Er verfolgte ihre Aktivitäten in den sozialen Netzwerken und überprüfte, ob sie online war. Seine Versuche, Kontakt aufzunehmen, wurden immer aufdringlicher. Daphne schaltete ihr Handy aus. Sie hatte das Gefühl, dass jede Interaktion mit Antoni ein Rückschritt war. Er wiederum begann, über Dritte zu agieren. Er bat seine Bekannten, am Haus ihrer Eltern vorbeizufahren und zu überprüfen, ob ihr Auto vor der Tür stand. Er suchte nach einem Grund für ein Treffen und versuchte, eine Situation zu schaffen, in der sie gezwungen wäre, ihm zu begegnen. Er empfand ihr Schweigen nicht als Ablehnung, sondern nur als vorübergehendes Hindernis. Etwa zur gleichen Zeit erfuhr Antoni, dass Daphne begonnen hatte, sich mit einem anderen jungen Mann, Alexis, zu treffen. Er kannte keine Details, aber allein der Gedanke daran löste eine heftige Reaktion in ihm aus. Er fühlte sich verlassen, gedemütigt und betrogen. Es schien ihm, als hätte Daphne ihn nicht einfach verlassen, sondern ersetzt. Er empfand ihre Handlung nicht als persönliche Entscheidung. Für ihn war es wie ein Schlag ins Gesicht. Sein emotionaler Zustand wurde immer angespannter. Um seine Gefühle auszudrücken, nahm er eine Videobotschaft auf und stellte sie ins Internet. Das Video dauerte mehrere Minuten. Darin beschuldigte Antoni Daphne des Verrats, sagte, sie habe ihn benutzt und sein Leben zerstört. Er behauptete, dass er für sie zu allem bereit gewesen sei, sie sich aber einfach von ihm abgewandt habe. Er betonte, dass er sie geliebt habe, sie dies aber angeblich nicht zu schätzen gewusst habe. Das Video enthielt keine direkten Drohungen, aber die allgemeine Stimmung war beunruhigend. Es war offensichtlich, dass er sich in einem Zustand der Erregung befand. Daphnes Angehörige waren schockiert, als sie davon erfuhren. Ihr Vater konnte nicht verstehen, warum die Plattform, auf der das Video veröffentlicht wurde, es nicht sofort gelöscht hatte. Für ihn war es ein zusätzlicher Schlag zu sehen, wie ein Mann, der eine Bedrohung für seine Tochter darstellte, sie öffentlich beschuldigte. Das Video selbst war ein Beweis für Antonis schweren psychischen Zustand, Instabilität, Aggression und die Unfähigkeit, sich mit der Ablehnung abzufinden. Die letzten Tage vor der Tragödie verliefen in einer Atmosphäre der Angst. Daphne wusste, dass Antoni sie treffen wollte, aber sie versuchte, keine Angst zu zeigen. Sie wollte ihre Eltern nicht beunruhigen und beschloss, sie nicht einzubeziehen. Sie dachte, wenn sie nicht reagierte, würde dies helfen, einen Konflikt zu vermeiden. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie weit jemand gehen kann, der nicht loslassen kann. Die Nacht zum 22. März 2017 war kalt und verschneit. Gegen 2 Uhr morgens verließ Antoni das Haus und machte sich zu Fuß auf den Weg zum Haus von Daphnes Vater. Er hatte kein Auto,
Und der Weg dauerte fast 2 Stunden auf den ungeräumten Straßen bei Minustemperaturen. Diese Handlung war nicht spontan. Er wusste im Voraus, dass Daphne vorübergehend bei ihrem Vater wohnte und morgens zur Arbeit ging. Alles deutete auf eine bewusste Vorbereitung hin. Gegen 3:45 Uhr kam er am Haus an. Ohne seine Anwesenheit zu verraten, versteckte er sich in einem Auto, das im Hof geparkt war. Es war nicht ihr eigenes Auto. Das Auto gehörte Daphnes Mutter, die es ihrer Tochter für die Zeit geliehen hatte, in der ihr eigenes Auto in der Werkstatt war. Anthony wusste, dass sie morgens genau dieses Auto nehmen würde, um zu ihrer Schicht in dem kleinen Lebensmittelladen zu fahren, in dem sie nebenbei jobbte. Sein Ziel war es, zu warten, bis Daphne das Haus verließ und sie zu einem Gespräch zu zwingen. Gegen 10:30 Uhr verließ Daphne wie üblich leise das Haus. Sie ging zum Auto und sah, dass Anthony darin saß. Er saß auf dem Rücksitz und hatte nicht vor, auszusteigen. Er bestand auf einem Gespräch und wiederholte, dass sie alles besprechen müssten. Daphne hatte nicht erwartet, ihn zu sehen und versuchte zunächst, ihn ruhig zu bitten, auszusteigen. Er lehnte ab. Sie hatte keine Zeit für Diskussionen. Sie war spät dran für die Arbeit. Schließlich setzte sie sich ans Steuer und fuhr ihn mit, schweigend, ohne Konflikt zu suchen. Er bedrohte sie nicht und verhielt sich zurückhaltend. Aber seine Anwesenheit allein war bereits ein Druckmittel. Als sie an ihrem Arbeitsplatz angekommen war, stieg Daphne aus dem Auto und ging in den Laden. Anthony folgte ihr. Die Mitarbeiter bemerkten sein Verhalten. Er war angespannt, verfolgte jede ihrer Bewegungen und weigerte sich zu gehen. Die Situation wirkte zunehmend beunruhigend. Daphnes Kollegen beschlossen, die Polizei zu rufen. Als die Beamten eintrafen, stellten sie das aufdringliche Verhalten fest. Es gelang ihnen, Anthony beiseite zu nehmen und mit ihm zu sprechen. Er zeigte keine Aggression, war aber emotional instabil. Daphne lehnte es ab, Anzeige zu erstatten. Sie erklärte, dass sie keine Angst vor Anthony habe, dass er sie nicht körperlich bedroht und keine Gewalt angewendet habe. Sie bestand darauf, dass alles unter Kontrolle sei und bat darum, die Situation ohne offizielles Eingreifen zu belassen. Die Polizei beschränkte sich auf eine mündliche Verwarnung. Anthony rief ein Taxi und verließ das Geschäft. Der Vorfall hatte keine weiteren Folgen. Formal hatte er nicht gegen das Gesetz verstoßen. Nach dem Vorfall wirkte Daphne erschöpft und versuchte, keine Emotionen zu zeigen. Sie arbeitete weiter, kam ihren Pflichten nach und sprach weder mit Kollegen noch mit ihrer Familie über das Geschehene. Insgeheim hoffte sie, dass damit alles vorbei sein würde. Für sie war es nur ein weiterer Ausbruch ihres Ex-Partners, den sie überstehen und hinter sich lassen würde. Sie hielt die Situation nicht für gefährlich. Sie fühlte sich nicht bedroht, sondern nur müde und wollte alles vergessen. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand in ihrer Umgebung ahnen, dass es sich nicht nur um eine Verletzung ihrer persönlichen Grenzen handelte. Es war ein Glied in einer Kette von Handlungen, die Anthony als Vorbereitung betrachtete. Er gab nicht auf, er akzeptierte ihre Entscheidung nicht und suchte weiterhin nach Kontrolle. Er wartete auf den nächsten günstigen Moment. Daphne entschied sich für die Taktik des stillen Ignorierens. Sie glaubte, dass sie weitere Probleme vermeiden könnte, wenn sie nicht antwortete und ihn nicht provozierte. Sie wusste nicht, dass Anthony bereits eine Entscheidung getroffen hatte. Am nächsten Tag beschloss Daphne, zu Anthonys Wohnung zu gehen, um ihre Sachen zu holen. Der Hauptgrund dafür war ihre Sorge um die Haustiere, die nach der endgültigen Trennung bei ihm geblieben waren. Sie befürchtete, dass er ihnen aus Rache oder Verzweiflung Schaden zufügen könnte. Besonders um ihre Tiere, eine Katze und 2 Eidechsen, machte sie sich Sorgen. Sie verbarg ihre Angst nicht vor ihren Angehörigen und gab offen zu, dass sie befürchtete, er könnte beispielsweise die Tiere aussetzen. Vor ihrer Fahrt ging Daphne zur Polizei. Sie meldete ihren geplanten Besuch bei ihrem ehemaligen Partner und erklärte, dass sie sich nicht sicher fühle. Zum Zeitpunkt ihrer Meldung war Anthony der Polizei bereits bekannt. Der Polizist, mit dem Daphne auf der Wache sprach, riet ihr, nicht ohne Begleitung in die Wohnung zurückzukehren. Eine Polizistin folgte Daphne in einem separaten Auto in einiger Entfernung, um keine Aufmerksamkeit zu erregen und dennoch bei Bedarf eingreifen zu können. Gegen Mittag kam Daphne bei ihrem Haus an. Die Polizistin traf mit etwas Verspätung ein. Daphne betrat das Gebäude und ging zu der richtigen Wohnung hinauf. Die Polizistin betrat unterdessen versehentlich den falschen Eingang. Erst nach einigen Minuten fand sie nach Überprüfung der Adresse den richtigen Eingang und stieg in die richtige Etage hinauf. Diese wenigen Minuten sollten sich als fatal erweisen. Als sie sich der Wohnungstür näherte, war es still. Sie klopfte. Zunächst antwortete niemand.
Dann huschte ein Schatten hinter dem Glas vorbei und eine männliche Stimme sagte: »Verhafte mich.« Die Tür öffnete Antoni. Seine Hände waren voller Blut. Er hob sie ruhig und sagte, dass es nicht sein Blut sei. Er leistete keinen Widerstand und befolgte alle Anweisungen. Die Polizistin rief sofort Verstärkung und einen Krankenwagen und betrat dann die Wohnung. Im Inneren war es still. In der Nähe der Treppe sah sie eine Leiche. Daphne lag auf dem Boden. Medizinische Hilfe war nicht mehr erforderlich. Es war offensichtlich, dass sie tot war. Später stellten die Experten fest, dass Daphne 15 Messerstiche, vor allem im Brust- und Halsbereich, erlitten hatte. Außerdem war ihr die Kehle durchgeschnitten worden. Einer der Stiche war für sich genommen tödlich. Die übrigen deuteten auf eine starke emotionale Erregung des Angreifers hin. Alles deutete auf einen Affektausbruch und unbeherrschte Wut hin. Die Verzögerung, der Fehler mit dem Zugang, all diese Details fügten sich zu einer tragischen Kette zusammen. Formal handelte die Polizei nach Vorschrift, doch dieser Fall zeigte, wie lebensgefährlich selbst wenige verlorene Minuten sein können, wenn eine potenziell gefährliche Person involviert ist. Der Tatort ließ keinen Zweifel an der Art des Geschehens. Blut befand sich an mehreren Stellen im Raum. Auf dem Tischbein wurden Handabdrücke gefunden, an der Tür Schuhabdrücke. Der Täter versuchte nicht, Spuren zu verwischen oder einen Raubüberfall vorzutäuschen. Alles deutete darauf hin, dass es sich um einen gezielten persönlichen Angriff handelte, der in einem Zustand starker emotionaler Anspannung begangen wurde. Antoni wurde sofort zur Polizeistation gebracht. Dort gestand er seine Schuld. Er leugnete den Mord nicht und versuchte nicht, sich zu rechtfertigen. Er behauptete, dass er eine Grenze überschritten habe und dass alles sehr schnell gegangen sei. Er gab keine ausführlichen Erklärungen ab und zeigte keine Reue. Sein Zustand wurde als stabil eingestuft. Sein Körper wies keine sichtbaren Verletzungen auf. Er lehnte medizinische Hilfe ab. Während die ersten Verhöre stattfanden, erreichte die Nachricht von dem Vorfall Daphnes Familie. Als erster erfuhr ihr Vater davon. Er verstand nicht sofort, worum es ging. Der Anruf der Polizei war kurz und ohne Details. Man teilte ihm mit, dass sich ein Vorfall ereignet habe und bat ihn, dringend zu kommen. Auf der Polizeiwache erhielt er die Bestätigung. Seine Tochter war tot. Die Reaktion der Eltern war vorhersehbar schwer. Daphnes Mutter stand unter Schock. Ihr Vater konnte nicht glauben, was geschehen war. Bis zum letzten Moment hatten sie gehofft, dass die Situation mit Antoni ohne Tragödie enden würde. Sie wussten um seine Instabilität, machten sich Sorgen und baten ihre Tochter, vorsichtig zu sein. Aber keiner von ihnen hätte erwartet, dass es zu einem Mord kommen würde. Man teilte ihnen mit, dass die Leiche in Anwesenheit eines Polizisten gefunden worden sei, dass Hilfe gerufen worden sei, aber es sei zu spät gewesen. Am selben Tag wurde die Familie über die Einleitung der Ermittlungen informiert. Ihnen wurde mitgeteilt, dass Antoni festgenommen worden war, ein Geständnis abgelegt hatte und sich in Haft befand. Die Angehörigen wurden gebeten, nicht zum Tatort zu kommen, solange die Ermittler dort arbeiteten. Der Vater weigerte sich. Er bestand darauf, seine Tochter zu sehen. Diese Erinnerung sollte für ihn später zu einer der schwersten werden. Nach Antonis Festnahme dauerte die Untersuchung nicht lange. Er gestand die Schuld am Mord an Daphne vollständig und im Jahr 2018 fand der Prozess statt. Er wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit während der ersten 18 Jahre verurteilt. Der Fall sorgte jedoch nicht nur wegen der Brutalität des Verbrechens, sondern auch wegen der rechtlichen Einordnung der Anklage für öffentliches Aufsehen. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung schlossen einen Deal. Die Anklage wurde in Mord zweiten Grades umgewandelt, der ohne Anzeichen für einen vorsätzlichen Plan. Aus rechtlicher Sicht bedeutete dies, dass Antonis Handlungen nicht als vorsätzlich anerkannt wurden. Bei Daphnes Familie, insbesondere bei ihrem Vater, löste diese Entscheidung jedoch Empörung aus. Er war der Meinung, dass das Verbrechen geplant war. Außerdem ereignete sich das Verbrechen wenige Minuten, nachdem Daphne seine Wohnung betreten hatte, nicht aufgrund eines Streits, sondern als Ergebnis bewusster Vorbereitung. All diese Fakten deuteten nach Ansicht des Vaters auf Mord ersten Grades hin. Nach der Beerdigung wandte sich die Familie an die Entschädigungsstelle für Opfer von Straftaten, um Hilfe im Zusammenhang mit dem Verlust und den posttraumatischen Folgen zu erhalten. Daphnes Vater befand sich in einem schweren psychischen Zustand. Die Mutter konnte nicht zur Arbeit zurückkehren. Die Entschädigung wurde ihnen jedoch verweigert. Formal gesehen waren die Eltern keine direkten Opfer der Straftat.
Sie waren keiner Gewalt ausgesetzt und hatten daher keinen Anspruch auf Zahlungen. Die Entscheidung löste einen Schock aus. Die Menschen, die ihre Tochter durch einen besonders brutalen Mord verloren hatten, wurden als indirekte Opfer eingestuft, die keinen Anspruch auf Unterstützung hatten. Die Familie legte Berufung ein. Der Prozess dauerte einige Zeit, aber schließlich revidierte die Stelle ihre Entscheidung. Die Eltern erhielten eine Entschädigung, die in erster Linie zur Deckung der Kosten für psychologische Hilfe und ausgefallene Arbeitstage bestimmt war. Diese Zahlungen waren nicht hoch, hatten aber eine erhebliche moralische Bedeutung. Sie bestätigten, dass das System die Schwere ihres Verlustes doch anerkannt hatte. Gleichzeitig wurde in den Medien und in öffentlichen Diskussionen die Frage nach der Verantwortung der Polizei aufgeworfen. Insbesondere ging es um die Handlungen zweier Polizisten, die am Tag des Mordes mit dem Fall Daphne zu tun hatten. Eine von ihnen begleitete Daphne zu ihrer Wohnung, verursachte jedoch eine kritische Verzögerung, indem sie sich im Treppenhaus verirrte und sich um einige Minuten verspätete. Der andere Polizist nahm am Tag des Verbrechens die Anzeige auf und überzeugte die junge Frau nicht, eine vollständige Begleitung in Anspruch zu nehmen. Später wurden beide Beamten einer Anhörung wegen Verstoßes gegen die Berufsethik unterzogen. Es folgten jedoch keine Disziplinarmaßnahmen. Offiziell wurden ihre Handlungen nicht als Verstoß gegen die Vorschriften anerkannt. Dies löste bei Daphnes Vater tiefe Empörung und Enttäuschung aus. Er äußerte sich öffentlich, dass die Polizei die Bedrohung unterschätzt habe. Seiner Meinung nach war Antoni als gefährlicher, emotional instabiler Mensch bekannt und die Polizei hätte sein Verhalten ernster nehmen müssen, insbesondere nach den Vorfällen des Stalkings, den beunruhigenden Nachrichten und dem Zwischenfall am Arbeitsplatz. Der Vater war der Ansicht, dass die Polizei die Entwicklung der Ereignisse hätte stoppen und die Tragödie verhindern können. Die Jahre sind vergangen, aber Daphnes Familie hat nach wie vor das Gefühl, dass das System versagt hat. Sie mussten nicht nur den Verlust verkraften, sondern auch darum kämpfen, dass anerkannt wurde, dass sie kein zufälliges Opfer war. Kein Glied der Kette, weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft noch die Sozialdienste, konnte rechtzeitig eingreifen und übernahm anschließend auch keine Verantwortung. Daphnes Geschichte wurde in Quebec zu einem Symbol dafür, dass die feine Grenze zwischen psychischer Gewalt und direkter Bedrohung ignoriert werden kann und dass Verzögerung, Formalismus und fehlende Entschlossenheit Leben kosten können. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.